Kennst du das? Eine Entscheidung steht an, aber du kommst nicht von der Stelle. Vielleicht wägst du alle für und wider ab, obwohl dein Bauch längst die Antwort schon kennt. Oder du spürst, dass die Wahl deines Bauchs viel zu viel Veränderung bedeuten würde. Ja, vielleicht nicht die sichere Lösung, ne? Und deswegen wird die immer wieder verworfen, diese Option. Warum dein Kopf jetzt nicht unbedingt der beste Ratgeber ist, erfährst du in diesem Video. Und wie du Entscheidungen triffst, die mit deiner natürlichen Energie im Einklang stehen. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen, wenn der Verstand zu früh ins Spiel kommt. Der rationale Verstand kann bei vagen Impulsen aus deinem Inneren ein schlechter Ratgeber sein. Erstens dreht er total am Rad. Ja? Immer wenn der da nicht weiß, was los ist, immer wenn der, ja, da ist irgendwas, aber was ist das denn? Dann fängt er an, irgendwie fängst du an, das aufzuschreiben, dann versuchst du das irgendwie in eine Form zu bringen. Und vielleicht ist aber viel zu früh, um das in eine Form zu bringen. Und diese Impulse, die da aus deinem Ursprungsfeld kommen, ja, wenn du nicht weißt, was das ist, schau mal in das letzte Video, die sind rational überhaupt gar nicht greifbar. Das ist zum Beispiel das, warum ich früher überhaupt nicht verstanden worden bin, weil ich hauptsächlich aus diesem Feld heraus kommuniziert habe. Wenn du dann aber darüber nachdenkst, entfernst du dich wieder von dieser Qualität des Ursprungsfeldes. Also das heißt, wenn da was rauskommt, dann ist das meistens was es so noch nicht gibt. Das heißt, es ist einzigartig, es ist unkopierbar. Das bist du. Ne? Das, was aus dir kommt und dem Wohle dieser Welt dient, das kommt aus diesem Ursprungsfeld. Warum? Es kann gar nicht anders sein, weil wenn wir an die Seele glauben, dass es sowas gibt, ich tue das, ne, dann kann das nicht anders sein, weil dieses Ursprungsfeld, das ist dieses Feld, in dem deine Seele wohnt. Also ein bisschen um dich rum, ne, bei manchen ein bisschen weiter, bei manchen ein bisschen näher am Körper. Aber das ist dieses Ursprungsfeld. Auf das können wir uns einstimmen, ne, wenn wir Entscheidungen treffen. Woran du erkennst, dass du dich von diesem Ursprungsfeld wieder entfernt hast bei der Entscheidungsfindung oder dabei, wenn du Lösungen suchst, ist, dass du dich unsicher oder nervös oder unruhig fühlst. Besser wäre dann, du wirst still, ohne da etwas zu erwarten, ohne auch aktiv nach einer Lösung zu suchen und einfach nur in diese Stelle in dir einzutauchen, dich auf dieses Feld zu konzentrieren, also in diesem Feld wirklich zu sein, da reinzuatmen oder was auch immer dir dann in diesem Moment einfällt. Wenn du das tust und vielleicht sogar vom Herzen aus fühlst, dann kann es sein, dass du diese Energie anfängst zu spüren. Und wenn das der Fall ist, dann wunderbar weiter so. Was dir dabei hilft, diese Impulse, die du empfängst, klarer zu verstehen, weil oft spüren wir die zwar, aber wir vertrauen denen noch nicht, weil wir sie nicht ganz klar beschreiben können. Vielleicht kennst du das aus irgendeinem Meeting, es ist immer eine dabei oder ein, ja, meistens sind es Frauen, die wissen, die bringen irgendeinen Impuls in das Meeting ein und wissen, dass das richtig ist. Und wenn dann die ganzen Verkopften danach fragen, ja, warum sie sich dann so sicher sei, dann kann sie es nicht erklären. Und das sind diese Situationen, wo das aus diesem Ursprungsfeld kommt und wir noch keine Worte haben dafür. Und das ist im Grunde mein Job, dir dabei zu helfen, wie du diese Worte findest und damit deine Vision, Mission, was auch immer da in dir zum Vorschein kommen will, wirklich verstanden wird von den Menschen, die es betrifft. Für mich ist das eine neue Form von Marketing. Vielleicht ist sie auch gar nicht so neu, aber für mich fühlt sie sich völlig anders an, weil ich nicht mehr darüber nachdenke, was ich machen muss, welche Strategie ich jetzt wieder anwenden soll, welcher Trend jetzt gerade wieder da ist, welcher Algorithmus jetzt gerade wieder durchs Dorf gejagt wird. Interessiert mich nicht. Ich bleibe einfach dabei,
in diese Frequenz reinzugehen und aus dieser Frequenz herauszuwirken. Und darum geht es auf diesem Kanal. Also, was hilft dir dabei? Das erste ist wahrnehmen und beobachten, was in dir geschieht. Also still werden, vielleicht auch aufschreiben. Vielleicht kennst du das Buch von der Julia Cameron, Der Weg des Künstlers. Da gibt es diese Morgenseiten. Die haben mir sehr geholfen. Also ich habe mich 3 Jahre lang wirklich in diesen Zustand reingeschrieben. Und heute mache ich nur noch eine Übung, die kommt auch später, die steht auch in meinem Buch. Das ist die Übung, wo du jeden Morgen deine Seele fragst, was du heute wissen oder verstehen solltest und das dann aufschreibst. Du wirst dich wundern, wenn du das jeden Morgen machst, was da alles kommt. Also wahrnehmen und beobachten. Das ist eine Achtsamkeitsübung im Grunde. Und du kannst auch, wenn du jetzt zum Beispiel in so einer aktiven Entscheidungsfindung bist, deinen Körper noch dazu nehmen. Vielleicht spürst du dich in verschiedene Optionen ein und guckst mal, wo expandiert etwas in deinem Körper, wird weit, du fühlst Freude, du fühlst diese Neugierde, du fühlst ein Ja. Ja, die Silke Schäfer, sie spricht immer vom Ganzkörper-Ja, also sowas in der Art. Ne? Oder fühlst du eine Kontraktion, Widerstand, einen Ärger oder etwas, wo du sagst, so nein. Ne? Das ist deine innere Stimme, die dich hier führt. Und jetzt geht es natürlich darum, dieser Stimme auch zu vertrauen und dass du eine Wahl triffst, die diesem Wissensstand, diesem Kenntnisstand, den du aktuell hast, wirklich entspricht. Wenn sie aus dem Ursprungsfeld kommt und noch nicht ganz rund ist, dann gehst du nur so weit bis dahin und nicht weiter. Also du triffst keine Entscheidungen, die ganz aus dem Unbekannten kommen, es sei denn, du willst die Erfahrung machen. Ne? Das ist was anderes. Also wenn du einfach springen willst und sagst, ich guck mal, was kommt, ich mache das jetzt einfach so, kann halt wehtun. Ne? Das ist so meine Erfahrung. Ja? Das war meine frühere Strategie. Und jetzt mache ich das anders. Jetzt gehe ich ganz nach meiner Ideenratenformel vor. Und dazu erzähle ich in ein paar Wochen mal mehr. Bleib einfach dran. Ja, da spielt die Natur eine Rolle und wie die Natur sowas macht. Und das ist ganz spannend, wenn du dich darauf mal einlässt, dieses Samenkorn zu sein oder diese Information, die da drin werden will. So ähnlich ist nämlich dieser Zustand, wenn du etwas spürst, aber noch nicht genau weißt, wie das ist. Der Verstand braucht verdammt viel Energie. Das heißt, du wirst müde, wenn du viel denkst. Und wir denken eigentlich den ganzen Tag. Also wenn du mal die Mühe machst und in die Stille gehst und nur deine Gedanken beobachtest. Ich weiß, manchmal ist das so, wenn man die dann beobachtet, dann sind die weg. Dann sind die plötzlich still, ne, und wollen nicht entdeckt werden. Aber eigentlich quatscht da den ganzen Tag jemand. Ne? Und der kommentiert alles. Der mischt sich ein. Das bist nicht du. Das ist einfach nur dein Verstand, der alles kommentieren muss, damit du dich sicherer fühlst. Das ist der einzige Grund, warum der das tut. Der bestätigt, was du fühlst, der bestätigt, was du beobachtest, damit du das einordnen kannst, kommt das in eine Schublade rein und gut ist und der ist wieder ruhig. Und dann geht die nächste Geschichte los und so geht das den ganzen Tag. Also der Verstand verbraucht verdammt viel Energie, deswegen ist es super, wenn wir es schaffen, das Nervensystem so weit runterzufahren, dass da Ruhe herrscht, zum Beispiel mit so einer Achtsamkeitsmeditation oder einem Bodyscan zum Beispiel oder einfach nur, indem du deinen Atem beobachtest oder einfach nur, indem du da sitzt und nichts machst. Wenn du den Weg gehst im Einklang mit deiner Urfrequenz, dann bekommst du eher Energie. Du fühlst, dass da der Sinn durchkommt, die Leichtigkeit, die Freude, der Frieden. Du musst nicht mehr abwägen, was klug ist. Du spürst, was klar ist. Und das genügt. Ich bin Claudia Heipertz und ich begleite Menschen dabei, aus ihrer Frequenz heraus sichtbar zu werden mit Projekten, die echt klar und tragfähig sind. Nicht als Beraterin oder Coach, sondern als Resonanzraum für Visionen, die erinnert
und nicht gemacht werden wollen.